Hallo, von mir gibt es heute einen klein gemischten Nail Haul. Ich habe mir unter anderem einen neuen Fräser gekauft, so ein paar sommerliche Gel-Lackfarben, Pinsel und Bildergele. Und ja, wer da jetzt so Lust drauf hat, mit mir zusammen die Sachen anzuschauen, der kann gerne dranbleiben. Warum ich eigentlich bestellt hatte, das sind diese Bildergele hier. Die sollen sich nämlich auch sehr gut für die Dualformtechnik eignen und das wollte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe das Bildergel Shine 3. Das hat so einen ganz schönen, sanften, natürlichen Nude-Ton mit so kleinen Glitzerpartikeln drin. Ich denke mal, das wird auch das Gel sein, was ich jetzt als nächstes ausprobieren will. Und ansonsten, das hier ist clear, das habe ich jetzt noch gar nicht aufgemacht. Und das hier ist noch so ein milchiger Ton. Der kommt auf jeden Fall dann auch irgendwann mal zum Einsatz. Genau, das sind jetzt erstmal die drei. Ich habe mir dafür noch so einen Pinsel mit dazu bestellt, womit ich die Gele dann auftragen will. Werdet ihr auf jeden Fall im Einsatz sehen, werde ich jetzt in dem Video aber noch nie so genau drauf eingehen. Des Weiteren habe ich mir so einen Pinsel hier noch gekauft. Den wollte ich gerne mal nutzen, um Farbverläufe zu erstellen. Den habe ich bei Nathalie Schleicher gesehen. Die habe ich in letzter Zeit ganz schön gesuchtet, deswegen, sie benutzt nämlich auch immer diese Bildergele und das wollte ich eben deswegen mal ausprobieren. Und sie nutzte auch diesen Pinsel ja für Farbverläufe, weil ich Farbverläufe eigentlich echt schön finde, aber noch nie so die besonders gute Technik für mich rausfinden konnte. Deswegen habe ich mir bei Jolifin mal noch so ein klares Acrylpulver mitbestellt, weil ich das für den Farbverlauf dann nutzen will, indem man das so einstreut und dadurch dann besser die Farben miteinander vermischen kann. Das würde ich in Mischmasch am Nageltisch Video gerne mal mit euch zusammen anschauen. Da komme ich nämlich als nächstes, es geht hier ratzfatz, wie ich gerade merke, aber dann komme ich als nächstes jetzt schon zu den Farben, die ich jetzt auf jeden Fall alle auftragen will. Und bei den zweien hier dachte ich, damit könnte man ja mal so einen richtig schönen Farbverlauf ausprobieren. Das werde ich dann eben auch mit den zweien mal in dem anderen Video machen. Ansonsten habe ich noch so ein paar sommerliche Neonfarben und zwei Basics, schwarz und weiß, mal von dieser Marke, weil die sehr gut pigmentiert sind. Und da dachte ich mir, ich probiere die Basics von denen einfach auch mal aus. Und dazu habe ich mir nämlich Lackierpinsel geholt, 3 Stück an der Zahl. Den hier musste ich leider schon kleben, das Ding war hier abgegangen. Genau, die habe ich mir erstens hier hinten zugeklebt mit so, ja, so Tape, was man auch so fürs Gesicht oder den Körper nehmen kann, weil ich finde, wenn hier so ein großes Loch drin ist in der Kappe, dann kommt dort, denke ich, immer zu viel Licht rein und man härtet dann vielleicht das restliche Gel oder so am Pinsel an, weil ich die, wenn ich die sauber machen will, immer nur im klaren Gel eigentlich auswaschen will, damit man jetzt nie so viel mit austrocknenden Flüssigkeiten oder je nachdem, wie man die sauber macht, da dran muss. Deswegen habe ich mir die hier oben schon mal zugeklebt, aber ist ja eben trotzdem noch luftdurchlässig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wofür das Loch eigentlich da ist. Aber das habe ich dann gleich genutzt, um mit zu markieren, für welchen Pinsel ich was benutzen möchte. Also das sind 3 gleiche Lackierpinsel und den werde ich für Schwarz verwenden, den für Weiß und den hier eben für Farben. Weil, habe ich auch bei Nathalie Schleicher gesehen, sie trägt diese Gellacke auch gerne mal mit Pinseln auf, weil dann kann man die Schichten dünner machen. Und dadurch, dass die aber eben so gut decken, reicht das dann auch, dass man 2 dünne Schichten mit einem Pinsel, mit so einem Lackierpinsel aufträgt. Und das wollte ich jetzt gerne ausprobieren. Ja, was war denn noch? Ach so, ich habe hier von Nautica noch 2 Lacke mitgenommen. Ich habe so ein bisschen Osterrabatte genutzt für die Bestellungen. Das sind jetzt nämlich auch 3 verschiedene Shops. Ich liste euch das alles in der Infobox mal auf, wo ich was gekauft habe. Genau, und ich würde jetzt einfach mal anfangen zu swatchen. Ich beginne jetzt erstmal mit den langweiligen Basics. Die Pinsel hatte ich jetzt auch schon eingearbeitet.
Ich hätte die Tipps vielleicht mal abstauben sollen. Die stehen nämlich schon ein paar Tage hier, weil ich auf eine Bestellung etwas länger warten musste. Und das war eigentlich nie der Plan. Ich wollte das Video nämlich eigentlich viel eher drehen, aber es kommt wie immer anders, als man es gerne hätte. Deswegen ignoriert mal diese Staubkrümeln hier überall. Aber das ist jetzt mal eine erste sehr dünne Schicht. Und das sieht doch ziemlich gut aus, würde ich mal sagen. Ich mache mal jetzt das Schwarz klein noch mit dazu. Bei dem Schwarz kann man auf jeden Fall viel mehr durchgucken als bei dem Weiß. Mal gucken, wie das jetzt gleich in der zweiten Schicht dann aussieht. Geht jetzt natürlich erstmal so in die Lampe. Und die sollen eigentlich 2 Minuten aushärten. Das würde ich dann final auch mal machen. Ich lasse die jetzt mal 1 Minute drin. Ich denke mal, das passt schon auch bei so einer dünnen Schicht. Das hat sich auf jeden Fall angenehm auftragen lassen mit diesen Lackierpinseln. Da muss man dann schauen, wie sich das auf dem Nagel so macht. Hier sind jetzt 2 Schichten und die Unebenheiten, das ist jetzt echt doof gewesen wegen den Fusseln. Die wären, denke ich mal, sonst nie so da. Ich habe die anderen Tipps jetzt auch in der Zeit schon mal abgestaubt, während ich warten musste. Durch das Weiß kann ich nie mehr durchgucken. Das ist in 2 Schichten sehr gut deckend. Bei dem Schwarz kann ich schon noch so ein bisschen das unten drunter erkennen. Also ich kann diesen Stöße hier erkennen, wo der genau seinen Umriss hat, wo ich den Tipp angebracht habe. Also ich denke mal, für auf den Nagel würde es jetzt trotzdem reichen. Müsste man dann eben mal wirklich in der Aktion gucken, wie man das so findet. Den hier fand ich richtig angenehm vom Auftrag. Der ist sehr, sehr cremig. Ja, muss man mal schauen. Aber den Weißen finde ich auf jeden Fall so ein bisschen besser. Vielleicht müsste man bei dem Schwarzen auch nie ganz so dünne die Schicht machen, dass man so ein kleines bisschen satter aufträgt. So, der erste Eindruck ist, der erste Eindruck ist aber auf jeden Fall erstmal gut. Und da muss man dann in der Praxis nochmal schauen, wie man es dann eben findet. Ich finde, das macht immer noch mal so einen kleinen Unterschied auf dem Nagel und auf dem Tipp. Ich habe jetzt hier als nächstes schon mal die Tipps für die Neonfarben. Ich dachte, ich mache mal auf einer Seite so ein bisschen weiß drunter. Das macht man ja gerne mal, damit so Neonfarben noch so ein bisschen strahlender rauskommen. Und da kann man mal gucken, wie die ohne Untergrund aussehen und mit weißem Untergrund, ob das jetzt einen großartigen Unterschied macht oder nie. Den schwarzen und weißen Pinsel wollte ich nämlich zum Beispiel gar nie auswaschen. Am liebsten immer nur so ein bisschen abstreifen. So, da fange ich mit dem hellsten Ton mal an. Ich konnte die Fusseln leider nie komplett eliminieren. Auf jeden Fall, so sieht es jetzt aber erstmal aus. Und man sieht schon den Unterschied zwischen den Seiten. Das ist jetzt die erste dünne Schicht von der Nummer 044. Die Farbe gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. So ein richtig schönes Neon, Sonnenleuchtgelb, wie auch immer. Hier sind jetzt 2 Schichten, 2 sehr dünne Schichten. Und wenn man jetzt keinen hellen Untergrund hat, müsste man auf jeden Fall, denke ich mal, noch eine dritte drunter machen, je nachdem, was man halt auch erreichen will, ob es jetzt richtig deckend sein soll. Hier sieht man ja, da habe ich das Weiß, ne, nie ganz so gleichmäßig aufgetragen. Dadurch wirft das hier so ein bisschen dunklere Stellen, aber an sich würden 2 dünne Schichten über Weiß reichen, wenn man das Weiß unten drunter schön gleichmäßig aufträgt. Und dann mache ich jetzt mal weiter mit diesem Neon Orange. Richtig knallig. Bin ja eigentlich mal gar nicht so der Orange-Fan, aber ich finde, man kann das schon schön kombinieren. Das Orange hier sieht schon gerade irgendwie cool aus. Die erste Schicht. Hier sind jetzt 2 Schichten und das ist die Nummer 48. Sieht schon cool aus. Also das ist schon
ein richtig cooles Neonorange. Und dann zum Schluss kommt noch dieses Neongrün. Hier ist eine Schicht und das ist auch richtig schön knallig. Hier sind jetzt 2 Schichten und das war die Nummer 43. Das waren jetzt erstmal die Neonfarben und jetzt habe ich ja noch diese 2 Rosatöne. Das ist eine Schicht. Das ist so ein ganz zartes, richtig zartes Babyrosa. Das sind jetzt 2 Schichten und das war die Nummer 33. Und zum Schluss kommt jetzt noch die Nummer 7. Das ist auch so ein Babyrosa, aber halt ein bisschen dunkler als das erste hier. Ach, ich mag solche Farben. Vor allen Dingen auch jetzt für die helle Jahreszeit finde ich sowas immer richtig schön. Und hier ist jetzt die zweite Schicht. Ja, das waren jetzt schon mal alle Farben. Dann von Iman. Die Pinsel hier ist dreimal dasselbe, Nummer 5066 von Trendnails. Fand ich auf jeden Fall sehr angenehm zum Auftragen zu benutzen. Und jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich versiegel die jetzt erst nochmal. Ich denke, man sieht ja die Farben so ganz gut. Oder versiegel ich nochmal? Na gut, der Ordnung halber. Ich zeige es euch zum Schluss dann nochmal komplett. Ich würde jetzt nur erstmal noch weitermachen mit den 2 Lacken. Dann war es das sowieso, was die Lacke angeht, nämlich erstmal. Und den hier gab es kostenlos als Geschenk dazu. Und der hier war runtergesetzt und deswegen habe ich den hier noch mitgenommen, was wohl eigentlich eine Base sein soll. Ja, der ist auf jeden Fall auch so ein bisschen fester von der Konsistenz her. Und den würde ich jetzt einfach mal über das Schwarz und das Weiß auftragen. Ich stehe ja auch auf so Flakes. Da dachte ich mir, wenn er eh mal runtergesetzt ist, dann kannst du ihn auch mitnehmen. Auf Schwarz gefällt er mir jetzt auch schon mal richtig gut. Und auf Weiß sieht er auch richtig schön aus, das sehe ich jetzt schon. Ja, sowas ist auch absolut meins. Sowas finde ich immer richtig schön. Aber wie gesagt, ist so ein bisschen fester von der Konsistenz her, soll wahrscheinlich wirklich eine Base sein. Oh ja, das ist richtig schick. Und den, wie gesagt, Be Beautiful 13, den gab es als Geschenk dazu. Das ist so ein milchiger mit so ganz kleinen Glitzerpartikeln drin. Finde ich jetzt so auf jeden Fall erstmal ganz niedlich. Da mache ich jetzt gleich noch eine zweite Schicht. So, hier ist jetzt erstmal dieser mit 2 Schichten und den habe ich jetzt auch schon versiegelt. Und der hat so richtig schönes, wirklich so grün-orangenes, goldenes Glitzer drin und ist selbst so milchig. Ne? Man sieht ja das hier unten drunter noch sehr gut durch. Gefällt mir auf jeden Fall auch richtig gut. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich mir gerade die Frage stellen konnte, ob ich versiegel oder nee, natürlich versiegelt man. Es macht einfach nochmal so einen Unterschied, ob man das versiegelt hat oder nee. Also das kommt einfach viel schöner dann nochmal raus. Die Lacke, die Farben. Hier, wie gesagt, bin ich eher so auf der Seite, dass man ein Weiß drunter packt, dann poppen die wirklich einfach nochmal viel cooler raus. Aber rein theoretisch kann man die auch mischen mit zum Beispiel diesem Milky Bildergel. Das wollte ich vielleicht auch mal probieren. Das habe ich nämlich auch schon gesehen. Dann kommen die, denke ich mal, so ein bisschen zarter raus, wenn man das jetzt nie zu knallig haben will. Und ja, also die 2 Rosatöne, die finde ich ja auch zuckersüß, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir super gut. Und hier eben nochmal die. Dann hatte ich mir noch hier solche Water Decals sind das. Also man muss das Papier anweichen, um dann diesen Sticker oder, ja, ist ja kein direkter Sticker, aber dann abzubekommen und dann kann man das so auf den Nagel legen. Das würde ich auch noch mit ins Mischmasch am Nageltischvideo reinpacken. Einfach mal gucken, wie das so klappt.
und wie sich das verarbeiten lässt. Ich dachte eigentlich erst, das würde so changieren, aber ganz so ist es nie. Also hier ist der Teil fix grün eingefärbt, sage ich jetzt mal. Hier blau und hier unten wird es lila, aber es verändert jetzt nie an sich so die Farbe. Das dachte ich nämlich eigentlich. Wäre super cool gewesen, aber die haben trotzdem einen ziemlich coolen Metallic-Effekt, diese Muster. Ja, würde ich demnächst einfach erstmal mit euch zusammen ausprobieren. Dann hatte ich mir von Jolifin noch einen Primer geholt, was hier wieder dieses doppelseitige Klebeband ist, so ein Ultrabond. Hielt ich jetzt für nie ganz so interessant, euch das zu zeigen, aber dann habe ich jetzt gesehen, hier ist so ein süßer Schmetterling drauf und ja, so ein Schnickschnack mag ich immer ganz gerne. Ich denke mal, das wird ganz normal funktionieren, wie eben auch hier das Double Tape, was ich jetzt die ganze Zeit von Fingerspitzengefühl ist das, immer genommen habe, aber das geht so langsam zur Neige und da wollte ich einfach schon ein neues da haben. Und zu guter Letzt komme ich jetzt noch zu dem Fräser. Der hat auch schon so ein bisschen Staub gefangen. Ich musste halt auf eine Bestellung, also ein Paket, hat übertrieben länger gebraucht als die anderen. Und naja, ich hatte halt schon alles hier in Startposition, eigentlich zum Video drehen. Und dann ja, hat mir das letzte Paket so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Das Telefonkabel hier hat sich ein bisschen verfriemelt. Oh Mann, ich entfitze das mal kurz. So, wenn ich es jetzt hier aber eh mal ab habe. Das ist das Handstück, wo das Kabel hier dran ist. Und das macht man dann hier hinten so rein. Genau. Und dann kann man das Handstück hier oben, wo hier noch so ein Nöppel mit dabei ist, wo ich jetzt mal denke, dass man das hier so als Reibschutz hier oben rein tut, so hier verstauen. Und ja, um welchen Fräser geht es? Eigentlich habe ich euch noch gar nicht gesagt. Das ist Jolifin Laveni Fräser und zwar war das der Home V2 und der kann bis zu 30.000 Umdrehungen an, aus und hier rechts, Linkslauf umstellen. Also da habe ich schon festgestellt, ich hatte mal hier so ein bisschen unten drunter schon mal ausgefräst, weil ich einfach mal so vorfühlen wollte, wie ich ihn so finde. Da kommt man nicht so gut, also das bekommt man nicht so gut gedrückt, finde ich. Da muss man dann eher hier vielleicht diesen machen, kommt wahrscheinlich auch auf die Nagellänge an. Ich fand den Knopf nicht so gut zu erreichen, aber man ja, kann sich aushelfen, indem man das ein bisschen anders drückt. Der hat ein Fußpedal, wo man dann wahrscheinlich kann sagen Start und Stopp. Weiß ich jetzt noch nie, ob ich das benutzen werde. Ich habe hier die Verpackung noch mal ganz kurz da. Das ist der hier. No, also das Fußpedal ist jetzt hier noch drin. Ich denke nie, dass ich es benutze. Das hier ist, denke ich mal, so eine kleine Ablage dann noch fürs Handstück. So während man gerade am Tun und Machen ist und das aber eben mal kurz ablegen muss. Und das ist hier auch, um den Bit zu wechseln, einfach nur so ein Drehmechanismus. Ich werde mir jetzt nämlich auch gleich die Nägel hier abmachen, weil mir gefällt es schon lange hier nicht mehr an der Nagelhaut. Die sind jetzt ungefähr 2 Wochen drauf. Vor 12 Tagen habe ich hier nochmal nachträglich befeilt, wer mein letztes Video gesehen hat. Da kann ich jetzt als kleines Update geben. Es ist immer noch nichts abgeplatzt, trotz dass ich Pigment drunter hatte. Also das hielt jetzt auch ziemlich gut. Ja, ich will mir die Nägel jetzt klein noch abfräsen, um den Fräser jetzt eben auch noch mal so richtig zu testen. So, jetzt hat ich offen, ne? Dann Bit ist drinne. So, jetzt ist es zu. Und warum habe ich mir eigentlich einen neuen gekauft? Das kann ich euch auch noch kurz sagen und auch warum die Wahl auf diesen hier gefallen ist, weil mein alter Fräser, was dieser hier ist, der war auch von Jolifin. Und das war eher ohne Station. Da hatte man jetzt wirklich nur das Kabel und hier hat man dann die Geschwindigkeit links, rechts eingestellt. Und ja, ich muss sagen, ich bin mit dem wirklich sehr zufrieden. Ich hatte den jetzt
ungefähr 2 Jahre. Ja, ich glaube, das kommt hin. Und der macht aber nur 22.000 Umdrehungen. Und in der Beschreibung habe ich auch gesehen, der eignet sich jetzt eher für Maniküre oder Shellac abtragen. Und der hat trotzdem, finde ich, seinen Dienst wirklich gut gemacht. Hier auch bei meinen Acrylnägeln oder je nachdem, was ich eben drauf hatte. Aber ich wollte dann jetzt doch irgendwie mal was mit mehr Bums haben. Deswegen, weil ich mit dem von Jolifin wirklich zufrieden war. Ich finde, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist absolut in Ordnung, wenn man jetzt auch nie zu viel Geld, sage ich mal, für einen Fräser ausgeben will und das jetzt nur so für sich selber, für zu Hause benutzen will. Dachte ich mir, ich bin mit dem Plänen zufrieden gewesen, dann fällt meine Wahl wieder auf einen von Jolifin und der hat eben dadurch, dass der 30.000 Umdrehungen kann, einfach so ein bisschen mehr Bums, wodurch ich mir erhoffe, dass es alles so ein bisschen schneller vonstatten geht und der vielleicht auf der höchsten Geschwindigkeit, wenn ich mein Gel oder mein Acrylgel abfräsen will, nie aus dem letzten Loch pfeift, aber trotzdem, der Kleine hat das auch richtig gut gemacht, aber ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt dadurch so ein bisschen schneller geht. Und da würde ich mir nämlich jetzt einfach schon mal die Nägel hier runternehmen, weil ich will ja natürlich jetzt dann auch gleich die neuen Sachen ausprobieren. Und es wird, wie gesagt, voraussichtlich dieses Covergel. Damit will ich mir mit den Dual-Tipps als nächstes erstmal die Nägel machen. Und da muss das alte Zeug jetzt natürlich runter. Wenn ich das gemacht habe, dann sage ich euch noch mal kurz, wie zufrieden ich jetzt mit dem Fräser für einen ersten Moment bin. Und ja, genau, so würde ich das jetzt mal handhaben. Die Nägel habe ich jetzt grob runtergefeilt und ich hatte auf der höchsten Stufe bei 30.000 Umdrehungen die Nägel gekürzt und ich finde, dass das Handstück trotz der maximalen Geschwindigkeit sehr angenehm in der Hand liegt und auch sehr ruhig. Also ist jetzt nie eine besonders starke Vibration zu spüren gewesen. Ich finde insgesamt, das Handstück liegt sehr angenehm in der Hand, weil es auch sehr schmal ist. Und insgesamt die Optik vom kompletten Gerät finde ich auch sehr schön. Was kann ich jetzt noch dazu sagen? Also ich finde ihn erstmal richtig super gut. Ich hoffe, der hält mir auch so lange und zuverlässig wie eben der kleine, den ich vorher hatte. Ja, bin jetzt auf jeden Fall erstmal sehr positiv begeistert. Hier hinten kann man auch noch Bits reinstecken, wenn man will. Aber ich hatte mal so ein Bitset von Jolifin. Das sind jetzt nie alle drin gewesen. Das hatte hier so eine Verpackung mit dabei und das finde ich persönlich jetzt auch ganz praktisch. Das stellt man sich dann einfach so hin und kann sich den Bit dann rausnehmen, den man will. Diesen Fräser gibt es auch mit so einem Bitset dazu. Kann man auch kaufen. Ich habe mir jetzt ohne genommen. Und ja, was gibt es noch zu sagen zum Gerät? Ich überlege noch mal kurz. Ja, nee, fällt mir jetzt gerade eigentlich nichts weiter ein. Wenn ihr noch irgendwie eine Frage habt, dann beantworte ich das dann gerne in den Kommentaren. Das wäre es jetzt zu meinem kleinen Einkauf und ja, vielleicht war es ja so ein bisschen interessant für euch gewesen und ja, jetzt sage ich erstmal ciao und ich freue mich, wenn ihr am nächsten Video wieder mit dabei seid.